Moin Leute, hier Schomo von VR, hier Schmutansen und ich habe ein paar PlayStation VR 2 Spiele, die im Sale sind. Sie sind schon irgendwie seit ein paar Tagen im Sale. Ich hatte allerdings noch keine Zeit, ein Video zu machen. Jetzt ist es allerdings soweit, es sind auch nicht viele. Es sind gerade mal 8 Stück und Achtung, Achtung, ihr habt noch genügend Zeit. Die sind bis 20. Juli, also noch 11 Tage im Sale, da könnt ihr noch zuschlagen. Ihr kennt das bei den Videos. Ich werde euch ein kurzes Review machen zu jedem Spiel, ob sich das für den Preis lohnt. Wenn ihr was genaueres wissen wollt, dann gebt ihr einfach bei YouTube in der Suche ein MoFun VR und den Namen des Spiels, dann kriegt ihr längere Videos zu den Spielen von mir und könnt euch genauer informieren. Jetzt wird es kurz und knackig werden. Und damit fangen wir auch gleich mal an. Brille auf, setz die Brille auf, setz die Brille auf. Synth Riders hat auf der PlayStation VR 2 eine fantastische neue abgegradete Version bekommen. Ja, die ist technisch und überhaupt fit. Das Teil kostet zurzeit 14,99 statt 25,99. Übrigens hat Synth Riders nächste Woche seinen Geburtstag und dann wird es auch irgendwelche besonderen Überraschungen gegeben. Also watch out, Synth Rider Players, es wird irgendwie Zeug für euch geben. Falls ihr noch kein Synth Rider Player seid, das ist ein Rhythmusspiel. Es wird eigentlich immer in einem Atemzug mit Beat Saber genannt. Allerdings habt ihr keine Lichtschwerter, sondern mehr oder weniger so leuchtende Kugeln in der Hand und das Ganze ist ziemlich fantastisch gemacht auf der PlayStation VR. Man weicht aus und haut Dinge im Rhythmus zur Musik. Großartige Geschichte, sehr funky. The Tale of Aonogoro ist übrigens ein Cross-Buy-Titel. Ja, wenn ihr das besitzt, habt ihr es für die PlayStation VR 1 und 2. Und es ist so ein japanisches Abenteuer. Eines der wenigen Spiele auf der PlayStation VR 2, die ich noch nicht gespielt habe. Auch damals auf der PSVR 1 nicht. Also kann ich euch nicht viel darüber sagen, außer dass es recht rätsellastig ist. Und im Moment statt 34,39, 34,99, 27,99 kostet. Für Plus-Mitglieder sogar noch ein Orainiger. Zuschlagen. Und wo wir gerade bei Dinge im Rhythmusboxen sind, auch Les Miles Body Combat ist runtergesetzt und zwar von 30 auf 23,99, plus Mitglieder sogar nur 20,99. Und hier ist der Fokus ein bisschen anders, der ist weniger auf der Musik, aber deutlich mehr auf der Fitness-Ecke. Auch hier macht ihr am Ende des Tages Ausweich- und Duke-Bewegungen und konkrete Boxbewegungen auf die Sachen, die auf euch zuschweben. Es gibt auch Musik und Trainer, die euch motivieren und voll quatschen. Ihr kriegt eine konkrete Anzeige, was ihr für einen Kalorienverbrauch habt. Also das ist richtig Fitness. Achtung, wenn man das eine halbe Stunde macht, bei diesen Temperaturen hat man auch was gemacht. Organ Quarter ist ein Gruseltitel, deswegen habe ich mir den nicht angeguckt, ist aber, habe ich mir sagen lassen, jetzt auch keiner von den High-Endigen. Ja? Das lässt auch der Preis von normalerweise 20,99 vermuten, falls ihr neugierig seid. Aber das euch zu teuer war, könnt ihr jetzt für 16,79 zuschlagen. Viel Spaß. Und Star Tenders hatte ich mir seinerzeit angeguckt, allerdings auf der Quest, wenn ich mich nicht täusche. Ihr seid mal wieder ein Barkeeper, ja? Diesmal in so einem cartoonigen Space-Universum und müsst halt Leute bedienen. Das bedeutet unterm Strich einfach Drinks mixen und es werden natürlich immer mehr Leute und sie wollen immer ausgefallenere Sachen. Ich stehe nicht so auf so Multitasking-Kram, aber wer es mag, 10,49 jetzt statt 15 Euro plus Mitglieder sogar noch 9,74, ein schräger Preis. Okay. Auch der Titel übrigens ist Cross-Buy. Ja? Habt ihr den für die PlayStation 4, habt ihr den auch für die PlayStation 5, also PlayStation VR 1 und PlayStation VR 2. Star Wars Geschichten vom Rande der Galaxie, die erweiterte Edition, das ist der deutsche Titel, ist tatsächlich einer meiner Hit-Titel für die PlayStation VR 2. Ich liebe dieses Ding. Für Star Wars-Fans ist es natürlich sowieso ein Must-Have, aber das Ding haben die auch so geil aufgebaut auf der PlayStation VR 2, was die ganze Grafik und Präsentation angeht. Abgesehen davon, dass es eigentlich sowieso schon ein schönes Spiel war. Es gab es ja zuerst auf der Quest. Die Version für die PlayStation VR 2, finde ich, hat wirklich mindestens Double-A-Status verdient, weil sie sich anfühlt wie ein wirklich, wirklich cooler, großer Titel. Auch das ganze Haptik-Zeug, was die PlayStation VR 2 bietet, hat hier halt den entsprechenden Mehrwert. Ja, alle Waffen fühlen sich wirklich anders an. Ich liebe dieses Ding wirklich und lege euch das schwer ans Herz. Davon gibt es übrigens aber auch eine Retail-Version, eine Disc-Version. Ja? Wenn ihr euch die holen wollt, werde ich euch einen Amazon Affiliated-Link drunter machen. Ansonsten, wenn ihr digital zuschlagen wollt, könnt ihr das jetzt für 10 Euro weniger, nämlich 39,99 statt 40 Euro. Möge die Macht mit euch sein. Ein kleiner Titel, den ich mir bislang auch noch nicht angeguckt habe, der aber ganz entzückend aussieht, ist Garden of the Sea. Kostet bisher 20,99, jetzt 10,49 und ich glaube für 8,39, ich habe nämlich Plus, werde ich mir tatsächlich mal schießen und auch mal einen Tag im Garten verbringen. Kein Scheiß. Das waren die eigentlichen Spiele. Jetzt wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass es für unser Passing Places quasi alle DLCs, seht ihr das hier? Bum, 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 und das sind richtig viele, auch für günstig gibt. Ja? Meistens irgendwie 1 Euro weniger, also das sind immerhin schon 30%. Die Teile kosten meistens
so ein Pack kostet immer 5 Euro, jetzt 3,49. Da könnt ihr dann auch nochmal zuschlagen, wenn ihr noch nicht genügend gepuzzelt habt. Auch eine sehr, sehr entspannte, unterhaltsame Geschichte auf der PlayStation VR 1 und 2. Ja, gibt es auch für beide Versionen. Schönes Ding, finde ich gut. Und am Ende noch rein informativ, da müsst ihr nicht sofort zuschlagen, aber es gibt permanente Price Drops für Fantavision. Ich habe das ja mal gespielt und bin nicht so richtig fündig geworden, was den Spaß anging. Vor allen Dingen schlug das Spiel mit 30 Euro zu Buche, was ich dann so ein bisschen schwierig fand. 1999 ist schon eine ganz andere Ansage. Falls ihr da am Zaun standet und euch noch nicht entschließen könnt, vielleicht ist das jetzt der Moment. Dann, Breaking Stuff ist einfach eher so. Trash ist vielleicht ein bisschen gemein, aber das trifft schon eher. Und während 18,99 dafür halt schwierig waren, ist 9,99 einfach so ein Preis, wo man mal mitnehmen kann. Ja, also Break Stuff gibt es jetzt auch permanent für 9,99. Und dann hat es auch NFL Pro Area getroffen. Ich weiß nicht, ob es hier nur für den deutschen Markt gilt. Das ist natürlich kein Sport, der jetzt in Europa so weit verbreitet ist, aber statt 19,99 kostet das jetzt permanent und für immer 14,99. So schaut's aus. Und einen ganz, ganz speziellen Spezialfall habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, nämlich Robinson The Journey. Ich fand, das Spiel kam ja auch zur Release der PlayStation VR 1 raus. Ja. Nach wie vor ein absoluter Hingucker. Auf der PlayStation VR 1, auf einer PlayStation Pro sieht das Ding Granate aus. Da müssen sich einige PlayStation VR 2 Titel hinter verstecken. Und es ist auch eigentlich auch ein schönes Abenteuer. Die Steuerung hat sich ein bisschen eigentümlich angefühlt, weil das Spiel immer wirkte, als wenn es für die Move-Controller gemacht wäre. Aber man steuert es mit dem Pad. Mir hat es damals wirklich Spaß gemacht. Ein schönes Abenteuer. Und ehrlich gesagt, für 2,99, falls ihr noch eine PlayStation VR 2 habt und da noch nicht reingeguckt habt, dann macht es einfach jetzt. Das war der Tipp. So, alles klar. Ich hoffe, für euch war was dabei. Dann schreibt mir das doch mal super gerne in die Kommentare. Ich bin immer gespannt, auf was die Leute, also ihr, flasht. Und ich bin erstmal raus. Ich würde mich über ein Däumchen freuen. Abonniert ruhig den Kanal. Kann ja nicht schaden. Bis dann, Tensimo von VR. Immer für euch da. Bye. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo, Tensen, Mo von VR. Gibt's was Neues im VR, sei sicher, Mo geht live und unterhält dich mit 2 Stunden No Man's Sky. Auf jedes First Impression kannst du dich verlassen, also lass ein Abo da, dann kannst du nichts verpassen. Ob auf Rügen in geschlossenen Buden mit gutem WLAN, hier gibt's heute kein Schnitzel, Alter, was geht, man? Oder direkt von der Messe mit dem Phone. Voller Einsatz, der Beste ist Mo, ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Mo von VR ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo. Der Beste ist Mo.